Und wissen Sie, wie wir den ganzen Spaß finanzieren? Mit den 371 Millionen hart erarbeiteten deutschen Steuergeldes des deutschen Souveräns, welches die Trampolinexpertin Baerbock von der defekten Lichtsignalanlage in Berlin den Terroristen der Taliban in Kabul geschenkt hat, und zwar für humanitäre Hilfe. Da kommt es auch genau dann bei den richtigen Leuten an. Also faktisch die Außenministerin, die unter Verdacht steht, ihre Botschaftsangestellten die Anweisung erteilt zu haben, bei der Erteilung von Visa für Afghanen nicht ganz so genau hinzuschauen, egal wie es sich mit der Sicherheitslage so verhält. Hey Leute, Oliver Kirchner bringt es heute auf den Punkt. Brot, Bett und Seife, mehr brauchen wir nicht für abgelehnte Asylbewerber. In seiner Rede geht es um Grenzschließung, klare Abschiebung und das Ende der Geldgeschenke. Dazu packt er schonungslose Fakten über den Missbrauch unseres Systems aus. Wenn ihr erfahren wollt, warum Kirchner sagt, dass die Regierung unser Steuergeld ins Chaos schickt und was er dagegen fordert, dann bleibt unbedingt dran. Vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen, zu abonnieren und vor allem eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, auf geht's! Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, Hohes Haus, eigentlich dürfte man sich mit solch einem Kommunistenantrag wie diesem Verantwortung für humanitäre Katastrophe in Afghanistan übernehmen, Menschenleben retten, sichere Fluchtwege schaffen, Landesaufnahmeprogramm initiieren, gar nicht beschäftigen, da die Menschen in diesem Land diese vollkommen uferlose, unkontrollierte und illegale Völkerwanderung ins deutsche Sozialsystem aus tiefster Überzeugung ablehnen. Um es mit Karin Göring-Eckardt zu sagen, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf, wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben erstens überhaupt keine Verantwortung für eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Wir haben zweitens genug afghanische Menschenleben gerettet, die überhaupt gar nicht in Gefahr waren und sich als Dank an unsere Aufnahmegesellschaft abgearbeitet haben. Wir wollen drittens natürlich sichere Fluchtwege in Richtung Afghanistan für alle abgelehnten Asylbewerber, Straftäter und Geduldete. Und wir wollen, wenn dann viertens überhaupt, nur noch ein Landesaufnahmeprogramm in Afghanistan selbst mit einer Remigrationsaufnahmestelle für all diejenigen, die sich hier nicht integrieren wollen. So wird ein Schuh draus, meine sehr geehrten Damen und Herren, und nicht so, wie Sie es hier versuchen. Und wissen Sie, wie wir den ganzen Spaß finanzieren? Mit den 371 Millionen hart erarbeiteten deutschen Steuergeldes des deutschen Souveräns, welches die Trampolinexpertin Baerbock von der defekten Lichtsignalanlage in Berlin den Terroristen der Taliban in Kabul geschenkt hat, und zwar für humanitäre Hilfe. Da kommt es auch genau dann bei den richtigen Leuten an. Also faktisch die Außenministerin, die unter Verdacht steht, ihre Botschaftsangestellten die Anweisung erteilt zu haben, bei der Erteilung von Visa für Afghanen nicht ganz so genau hinzuschauen, egal wie es sich mit der Sicherheitslage so verhält. Was wir davon in Sachsen-Anhalt zu halten haben, haben wir ja kennengelernt in Wolmerstedt mit einem Toten, 3 Verletzten, ein toter Attentäter und 2 Polizisten, die sich dann noch verantworten sollten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der gestern festgenommene Täter in Aschaffenburg, der einen 41-Jährigen und einen 2-jährigen Jungen umgebracht hat, ist ein 28-jähriger Afghane, unvollziehbar, ausreisepflichtig. Der Afghane, der in Berlin einer Frau die Kehle aufschnitt und sie zum Pflegefall machte, er war schuldunfähig. Der Afghane, der in Leipzig eine Frau auf offener Straße vergewaltigte, schuldunfähig. Der Afghane, der im Vorarlberg einen Mann tötete, er war schuldunfähig. Der Attentäter von Mannheim, der Michael Stürzenberger niederstach und danach den Polizisten Ruben Lauer mit Kopfstichen ermordete, er war Afghane. Der Afghane, der sein Opfer in Reutlingen beim Spazierengehen mit 2 Stichen ins Herz tötete, war schon zuvor auffällig. Der Afghane, der mutmaßlich seine schwangere Frau in Bad Salzuflen ermordete, stellte sich danach der Polizei. Der Afghane, der Mia in Kandel ermordete, war ein unbegleiteter minderjähriger Zuwanderer. Und der Afghane, der mit 3 anderen Tätern eine 14-Jährige über mehrere Stunden vergewaltigte, ist vielleicht bald wieder in Deutschland, da seine Freundin in Deutschland ein Kind erwartet, trotz Einreiseverbot und trotz 1.000 € Handgeld für Vergewaltiger. Wir wollen solche Leute nicht im Land haben. Und darum sagen wir, Grenzen dicht, abschieben, 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 keine Geldleistung, sondern Sachleistung und das 3B-Prinzip, Bett, Brot und Seife. Das sollte genügen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wow, was für eine Rede von Oliver Kirchner. Ganz ehrlich, er hat vollkommen recht. Und ich finde, er spricht da nicht nur mir, sondern ganz vielen Menschen in unserem Land aus der Seele.
Es kann einfach nicht sein, dass wir weiterhin Leute hier im Land behalten, die unser System ausnutzen, die kriminell werden und dabei keinerlei Konsequenzen zu fürchten haben. Das ist ein Zustand, der uns als Gesellschaft spaltet, unsicher macht und einfach nur wütend zurücklässt. Kirchner legt den Finger genau in die Wunde. Wir müssen aufhören, solche Menschen regelrecht zu beschenken. Was soll dieses ewige Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung, während unser Steuergeld verpulvert wird? Sei es für Landesaufnahmeprogramme, großzügige Geldleistungen oder angeblich humanitäre Projekte, die am Ende niemandem helfen, außer den falschen Leuten. Genau das spricht Kirchner an. Und das sind unbequeme Wahrheiten, die in der Politik viel zu oft unter den Teppich gekehrt werden. Er bringt es mit seinem Brot-, Bett- und Seife-Prinzip genau auf den Punkt. Wer hier keinen Anspruch auf Asyl hat, wer kriminell wird oder unsere Regeln mit Füßen tritt, der hat keinen Anspruch darauf, hier großzügig unterstützt zu werden. Sachleistung statt Geldleistung, das ist genau der richtige Ansatz. Und noch wichtiger, wir brauchen endlich klare, konsequente Abschiebungen und geschlossene Grenzen. Es kann nicht sein, dass wir unser Land immer weiter in die Unsicherheit driften lassen, weil es niemand wagt, klare Worte zu sprechen und klare Entscheidungen zu treffen. Und mal ehrlich, was Kirchner über die Fälle von Gewalt und Kriminalität durch abgelehnte Asylbewerber sagt, ist einfach erschreckend. Wie oft sollen wir noch solche Meldungen hören, bis endlich gehandelt wird? Es reicht. Wir brauchen Politiker, die den Mut haben, so wie Kirchner, die Wahrheit auszusprechen und endlich eine Kehrtwende einzuleiten. Diese Rede zeigt, dass es Hoffnung gibt, dass es Menschen gibt, die für die Sicherheit und den Willen der Bürger kämpfen. Aber es liegt auch an uns, solche Politiker den Rücken zu stärken und diese Themen immer wieder auf den Tisch zu bringen. Denn wenn wir schweigen, wird sich nichts ändern. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit wir weiter solche Reden verbreiten können. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar